Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute stellen wir wieder euch ein typisches BMW-Problem, was jeden von euch früher oder später betreffen wird. Das Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung. Das ist leider eine sehr, sehr teure Angelegenheit, für die BMW zwischen 3.000 bis 3.500 Euro veranschlagt. Aber nicht nur die Kosten sind das Problem, sondern dass man nur ein Jahr Garantie hat und das Problem irgendwann wiederkommen wird. In dem Video werden wir euch verschiedene Lösungen vorstellen, wie man das Problem beseitigt, die verschiedenen Lösungen vergleichen untereinander und auch erklären, wie man präventiv was machen kann, damit das Problem gar nicht erst passiert und das ist dann nur die Hälfte kostet. Viele Probleme können wir auch aus der Ferne lösen über ein Kabel, was wir euch zuschicken. Das ist so ein Kabel, ihr braucht lediglich einen Laptop mit Internet und Windows und wir können aus der Ferne auf das Fahrzeug zugreifen. Wir können gebrauchte Steuergeräte kodieren, wir können Updates durchführen, andere Kodierungen durchführen und wir können natürlich das Fahrzeug auch prüfen. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen, prüfen wir die einzelnen Komponenten. Ihr bekommt alles per WhatsApp mit Bildern und Sprachnachrichten, dann wisst ihr, was ihr kauft. Oder wenn ihr ein Fahrzeug habt und nicht viel für teure Reparaturen investieren wollt, sollte man lieber präventiv die einzelnen Sachen prüfen und gucken, was ist los, muss ich was machen oder halt nicht. Dieses Problem, was wir hier haben, ist leider sehr, sehr komplex und da müsstet ihr uns ein paar Sachen zuschicken. Das heißt, das Kabel alleine reicht nicht aus, denn die elektrische Lenkradverriegelung besteht aus mehreren Komponenten. Wir haben einmal die elektrische Lenksäule oder die Lenksäule an sich mit der elektrischen Lenkradverriegelung, die ist hier vorne. Zusätzlich dazu haben wir einmal die Wegfahrsperre, die sieht entweder so aus oder so und das Motorsteuergerät. Das heißt, diese drei Komponenten beinhalten die elektrische Lenkradverriegelung. Früher hat BMW, als das Problem häufiger war oder allgemein existiert hat, hat BMW von Anfang an gleich das Richtige getan. Die haben gleich das Motorsteuergerät, die Wegfahrsperre, die elektrische Lenkradverriegelung und die Schlüssel getauscht. Damit war das Problem erledigt für mindestens ein Jahr, weil ihr habt ja ein Jahr Garantie gehabt. Aber irgendwann kam das Problem wieder. Mittlerweile macht BMW das etwas anders. Die sagen dem Kunden, hör mal zu, wir tauschen erstmal die elektrische Lenksäule. Bist du erstmal bei 1.500 Euro. Danach hat der Kunde schon viel Geld bezahlt, denkt er, okay, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, hat nicht geholfen, dann mache ich weiter. Dann wird die Wegfahrsperre getauscht mit den Schlüsseln. Hat immer noch nicht geholfen. Dann denkt er, okay, dann muss ich das Motorsteuergerät tauschen und im Endeffekt liegt man trotzdem bei 3.000 bis 3.500 Euro, je nachdem, was das für ein Fahrzeug ist und was für ein Modell. Wir haben verschiedene Lösungen dafür. Eine Lösung ist folgende: Die Fahrzeuge in der gleichen Baureihe, ob das ein 3er ist, ein 5er, X1, Z4, völlig Banane, diese Fahrzeuge oder sogar auch Mini, die Fahrzeuge haben in dem gleichen Baujahr auch Fahrzeuge wie zum Beispiel X5, X6, ein 7er BMW, die haben keine elektrische Lenkradverriegelung mehr oder nie gehabt. Auch die neuen Fahrzeuge, die in der heutigen Zeit rumfahren, haben auch keine elektrische Lenkradverriegelung mehr. Das heißt, dieses Konzept und dieses System hat sich nicht bewährt. Wir haben die Möglichkeit, euer Fahrzeug so zu modifizieren, damit die elektrische Lenkradverriegelung nicht mehr, dass sie einfach nicht mehr existent ist. Die Wegfahrsperre ist aktiv, die Schlüssel sind aktiv, alles ist sicher, wie es auch vorher war. Nur das Fahrzeug wird so modifiziert, dass die elektrische Lenkradverriegelung nicht mehr existent ist. Das ist eine mögliche Lösung. Eine andere mögliche Lösung ist, dass wir die elektrische Lenkradverriegelung instand setzen, wie BMW das machen würde, zum Beispiel für 3.000 bis 3.500 Euro, nur natürlich nicht für den Preis. Das heißt, die wird wieder funktionieren, nur ihr habt dann nur ein Jahr Garantie, wie auch bei BMW. Und das Problem wird wiederkommen. Deswegen empfehlen wir natürlich immer die Lösung, die nachhaltig ist, wo man einmal bezahlt und man hat für immer Ruhe. Deswegen aber ist es euch überlassen, was ihr halt möchtet. Egal welchen Fall ihr wählt, es ist abhängig, wie ist der Zustand. Zum Beispiel hier haben wir einen Zustand, die elektrische Lenkradverriegelung, die ist frei. Das heißt, ihr seht, das Lenkrad lässt sich drehen, aber die Zündung lässt sich nicht anmachen. Das heißt, ich kann erst mal probieren. Ihr seht, die Zündung geht nicht an. So, das heißt, wir haben hier ein Problem, dass die Zündung nicht angeht. Und wir haben dieses Symbol, das Fahrzeug auf der Hebebühne. Kannst du auch mal ganz gut zeigen. Also, genau. In diesem Fall haben wir das Glück, dass das Auto natürlich startet nicht, das ist blöd, aber wir haben das Glück, dass die Lenksäule nicht verriegelt ist. Das heißt, Glück für euch, ihr müsst uns die Lenksäule nicht ausbauen. Es würde reichen, wenn ihr uns die Wegfahrsperre zuschickt. Diese befindet sich im Fahrerfußraum, sieht so aus oder so genauso nur in weiß. Und das Motorsteuergerät. Das Motorsteuergerät befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.
So, und natürlich die Schlüssel, das würde ausreichen. Wenn ihr natürlich eine verriegelte Lenksäule habt, wo das Lenkrad sich nicht mehr drehen lässt zum Beispiel oder sie nicht mehr entriegeln lässt, dann müsst ihr uns zusätzlich zu der ganzen Geschichte auch die elektrische Lenksäule schicken. Deswegen müsst ihr gucken, was los ist. Ne? Und die Lenksäule kann man auch ausbauen. Wir haben hier 4 Schrauben, 1, 2, 3, 4 und noch eine 5. hier unten. Das ist auch alles machbar. Ne? Nur, wie gesagt, wenn bei euch die Lampe angeht, dann solltet ihr nicht zögern, sondern schnell aktiv werden. Weil irgendwann ist nach ein paar Autostarts ist die Lenksäule verriegelt und dann muss man auch natürlich die elektrische Lenksäule auch mitschicken. Es gibt natürlich auch verschiedene Lösungen, um das Problem zu lösen oder die versuchen, das Problem zu lösen. Es gibt zum Beispiel Emulatoren, die kann man sich im Internet kaufen, die werden statt der elektrischen Lenkradverriegelung verbaut. Dieses System kostet 50 € zum Beispiel. Kann man gerne ausprobieren, aber das ist ein System, was leider nicht funktionieren wird, weil die elektrische Lenkradverriegelung ist nicht nur die Lenksäule alleine, sondern wir haben einen Zähler im Motorsteuergerät und in der Wegfahrsperre. Deswegen wird die Wegfahrsperre auch von uns getauscht und so angepasst, dass alles weiterhin funktioniert und sicher ist und updatesfähig und das Motorsteuergerät wird umprogrammiert, damit der Zähler auf 0 ist. Deswegen, wenn ihr mal zum Beispiel nur die Lenksäule tauscht, wird das nichts bringen. Wenn ihr einen Emulator einbaut, wird auch nichts bringen. Deswegen ist das im Endeffekt weggeschmissenes Geld. Die Geschichte, wenn man irgendwas zurücksetzt, irgendwelche Fehlerzähler von der ELV, das ist auch keine Lösung. Wir haben das alles durch. Das heißt, dieses Problem zu lösen, gibt es im Endeffekt nur 2 Möglichkeiten. Entweder nachhaltig für immer, dass man das System modifiziert, dass sie nicht mehr funktioniert, oder so, dass es nicht nachhaltig ist, dass man 1 Jahr Garantie hat und die elektrische Lenksäule arbeitet. Aber irgendwann geht sie wieder kaputt. Wenn ihr so ein Problem natürlich habt, dann muss man das Problem lösen. Wenn ihr aber das Problem noch nicht habt, wenn ihr so ein X1 habt, ein 3er BMW, ein 5er BMW, ein 6er, Z4 und ihr wisst, ich werde das Auto noch 5 Jahre fahren zum Beispiel, dann könnt ihr euch sicher sein, das Problem wird kommen. Deswegen, wenn ihr sicher seid, ich werde das Auto fahren, ist es sinnvoll, präventiv das Problem von vornherein zu lösen, solange es noch nicht zu spät ist. Und dann kann man das Problem auch zum Beispiel so zuschicken, dass ihr uns die Sachen nicht unbedingt zuschicken müsst, je nachdem, was das für ein Modell ist, muss man abhängig machen. Manche Sachen kann man zum Beispiel auch aus der Ferne machen. Aber es kostet die Hälfte von dem, was es kosten wird, um das Problem zu lösen. Und meistens passieren solche Sachen dann, wenn man sie am wenigsten braucht. Das heißt, man braucht das Fahrzeug, auf einmal startet das Ding nicht mehr. Und dann hat man ein Problem. Deswegen, wenn man zum Beispiel weiß, ich fahre das Auto länger, ich bin im Urlaub, ich kann auf das Auto ein bisschen verzichten, dann baut man 1, 2 Sachen aus, schickt die uns zu und dann hat man das Problem für immer beseitigt. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch per E-Mail. Hinterlasst gerne ein Abo da bei dem Kanal, liked das Video und teilt auch das Video, damit auch andere BMW-Fahrer wissen, es gibt verschiedene Möglichkeiten und damit sie auch wissen, welche Probleme, Krankheiten die einzelnen Modelle haben, damit sie einfach sensibilisiert sind und nicht irgendwann sehr, sehr viel Geld bezahlen müssen, zum Beispiel bei BMW 3.000 bis 3.500 €, um ein Problem zu lösen, was nur für 1 Jahr gelöst ist.